Espresso oder Cappuccino daheim auf Knopfdruck. Das kriegen selbst preiswerte Kaffeevollautomaten auf die Reihe. Manche Geräte haben noch viel mehr drauf, doch die Hersteller lassen sich das gut bezahlen. Ja, die Preisunterschiede sind echt groß bei den Kaffeevollautomaten. Die teuerste Maschine im Test ist 6-mal so teuer wie die billigste. Im Test 8 Kaffeevollautomaten mit Milchfunktion zu Preisen von 375 bis über 2.000 €. Die schicke Jura ist die teuerste. Neben Espresso und Cappuccino macht sie noch 22 andere Getränke, zum Beispiel einen Latte Macchiato. Bedient wird sie per Touchscreen und Auswahlrädchen oder auch aus der Ferne per App. Der große Wassertank sitzt an der Seite, ein Milchbehälter ist nicht dabei. Ist die 2.100 € Maschine besser als die Melita für 530 €? Mit 345 € ist die Philips die günstigste. Neben Espresso und Cappuccino kann sie auch schwarzen Kaffee und heißes Wasser. Bedient wird sie per Touchfeld, der Mahlgrad wird im Bohnenbehälter eingestellt. Der Wassertank kommt von vorne rein, der Milchbehälter wird vorne aufgesteckt. Kann die preiswerte Philips mit der DeLonghi für 910 € mithalten? Zu Hause bei Nils Uhlmann. In der Küche steht ein schicker Vollautomat, doch im Geheimen schlägt Nils Herz für ein kleines Espresso-Kännchen, ein Erbstück von seinem Vater. Es hat halt so einen Do-it-yourself-Moment, dass man halt in der Küche steht, sich in Ruhe einen Espresso macht und dann halt ein Cappuccino, ein Latte Macchiato machen kann, wie man möchte und halt auch sieht, wie der Kaffee wird. Schritt für Schritt. Die Zubereitung braucht ihre Zeit. Nach einer Weile gibt es einen kräftigen schwarzen Kaffee. Der schmeckt besonders, eben hausgemacht. Er ist sehr aromatisch, sehr vollmundig im Geschmack. Wenn es nur schneller ginge. Im Alltag verwendet Nils meist den Vollautomaten, denn der spart Zeit. Wie lange braucht ein Espresso, wie lange ein Cappuccino? Stimmt die Temperatur? Wie hoch ist der Energieverbrauch? Im Labor der Warentester werden viele Daten ermittelt und akribisch festgehalten. Dabei zeigt sich, die Unterschiede zwischen den Geräten sind gar nicht so groß. Wir haben alle Kaffeevollautomaten Espresso und Cappuccino zubereiten lassen, was allen auch gut gelingt. Es gibt ein paar Unterschiede bei den Aufheizzeiten. Das heißt, bei manchen dauert es ein bisschen länger, bis der erste Kaffee fertig ist, als bei anderen. Und es gibt ein paar Unterschiede bei den Einstellungsmöglichkeiten. Mahlgrad, Wassermenge, Temperatur. Bei vielen Geräten lassen sich persönliche Einstellungen speichern. Bei der Melita leider nicht. Sie hat einen Regler für das Getränkevolumen. Steht der auf wenig Wasser, zum Beispiel für kräftigen Espresso, dann wird der nächste Cappuccino leider auch nur eine Pfütze mit wenig Milch. Dennoch, insgesamt sind die Einstellmöglichkeiten an den Geräten sehr nützlich. Unsere Aromaexperten haben festgestellt, dass bei einigen Geräten die Getränke auch schon in den Werkseinstellungen sehr gut, sehr aromatisch rauskommen. Aber sie haben auch immer noch mal ein bisschen was verändert beim Mahlgrad, bei der Wassertemperatur, bei der Pulvermenge und können eigentlich bei jeder Maschine noch mal ein bisschen mehr Aroma aus den Getränken rauskitzeln. Die größten Unterschiede im Test gibt es bei der Anzahl der Getränkesorten. Bei Philips und Melita sind es jeweils 4. Bei Jura und DeLonghi bis zu 24. Übrigens, fast alle Hersteller verkaufen spezielle Wasserfilter. Die entkalken das Wasser und sollen die Lebensdauer der Geräte verlängern. Allerdings sind die Filter sehr teuer. Günstige Alternative, regelmäßig entkalken. Am Ende des Tests gibt es viele gute Noten. Unter den Schlusslichtern die Melita. Hier sind die Einstellmöglichkeiten begrenzt. Testurteil daher nur ein knappes Gut. Besser die teure Jura und Preis-Leistungssieger Philips. Testurteil gut für beide. Noch etwas besser die DeLonghi.
Die DeLonghi entkalkt sehr lange, aber sie macht eine Menge Getränke und hat eigentlich keine Schwächen. Testurteil ebenfalls gut für den Testsieger. Übrigens, Kaffeeliebhaber Nils schäumt seine Milch mit dem elektrischen Mini-Rührbesen. Das dauert, doch am Ende gibt's einen preiswerten und vollmundigen Cappuccino.